wir haben heute brisante Themen aufgegriffen. Wir werden über das schemahafte Verhalten der WHO sprechen. Also wir haben ein paar Punkte rausgearbeitet. Wir schauen dann, wie weit wir kommen. Wir Ja. haben den Goldstandard für den Virusnachweis möchten wir besprechen. Wir möchten aber auch über gezielte Manipulationsmöglichkeiten sprechen, wie man Testwellen erzeugen kann ohne Kranke. Eigentlich ganz verrückte Dinge. Das ist ja so Ja. ein Grundprinzip der letzten 4 Jahre, damit die Politik oder die Medien einfach mal so Behauptungen in den Raum streuen und dann damit die Wissenschaftler beschäftigt, zum Teil auch noch spaltet. Ja. Mhm. Und als Pseudo-Begründung wurde angegeben wegen der hohen Sensitivität. Und ich möchte dann ein paar Punkte sagen, warum es kein Goldstandard sein kann, also für den Virusnachweis oder den Infektionsnachweis, was ja eigentlich gemeint ist, und warum die Sensitivität, die hohe, die stimmt zwar, aber die Kombination stimmt eben nicht. Die kann nämlich gerade bei so Massentests komplett nach hinten losgehen. Jetzt die WHO nicht einfach die Zeugkultur gemacht, so wie das immer gemacht wird, ne, standardmäßig. Ganz klar, weil solche Versuche kann man natürlich nur in Hochsicherheitslaboren durchführen mit Leuten, die sich wirklich auskennen damit. Und wenn man das also so macht, wie es sich gehört, dann kann man natürlich keine Pandemie organisieren, um das einfach auszudrücken. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob ich noch anschließen soll, ja, es gibt so die Grundproblematik der PCR und dann gibt es eben den Punkt, damit die hohe Sensitivität nicht unbedingt und immer vorteilhaft ist. Die Grundproblematik ist, warum die Technik von Haus aus gar kein Goldstandard sein kann, sondern dass es nur als Hilfsmittel benutzt werden kann. Das wäre schon möglich, wenn man es richtig macht, ja, aber Goldstandard ist es auf jeden Fall nicht, weil nämlich jede molekularbiologische Untersuchung, auch die PCR, aber nicht, das ist jetzt nicht PCR-spezifisch, das gilt genauso für den Antigen-Schnelltest und alles andere an Molekularbiologie, ja, das, was ich nachweisen will, muss immer in möglichst reiner Form vorliegen. Also in diesem Fall RNA oder DNA. Das heißt, ich muss die Zelle kaputt machen, ich muss das rauslösen, ich muss die Proteine, die Lippen, die Fette, irgendwelche Zelltrümmer abtrennen. Das mache ich mit hochgiftigen Chemikalien. Das heißt, eine molekularbiologische Analyse ist mit Leben nicht vereinbar. Ja, also im Endeffekt könnte ich bei jedem, also selbst beim Antialkoholiker, könnte ich einen positiven Blutalkoholtest haben, weil Alkohol kommt auch als Zwischenprodukt ganz normal bei uns im Stoffwechsel vor. Das heißt, wenn man keinen Alkohol trinkt, hier, ja, sonst hätten wir auch keine Enzyme, die den Alkohol abbauen oder umbauen. Ja, also dann stellt man sich die Frage, sind es dann asymptomatisch Betrunkene? Ja? Oder ja, die bessere Frage vielleicht hier, wie sinnvoll ist es denn, so sensitiv das Ganze zu machen? Ja. Und ein zweiter Verhält Punkt, es sich auch ähnlich mit dem Schwangerschaftstest? jetzt bei dem Schnelltest ist dann sofort Panik ausgebrochen und die Leute haben sich gefragt, ob sie den nächsten Tag noch überleben. Ja, ja. So, man kann es vergleichen, man kann denselben Schwangerschaftstest nehmen, man braucht dazu gar keine Männer, man kann die einfach zwanghaft an allen Mädchen, ich sage jetzt mal vom Kindergarten bis Seniorenheim durchführen, die also überhaupt nicht schwanger werden können. Und dann wird man feststellen, plötzlich sind ganz viele Kindergartenmädchen oder Altenheimbewohnerinnen haben dann einen positiven Schwangerschaftstest. Ja? Also es ist ein biologisches Grundphänomen, das RKI weiß, das WHO weiß, das aber im Endeffekt, die Mediziner müssen es auch wissen, ja, das aber nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Und selbst heute, denke ich mal, weiß nur ein geringer Prozentsatz oder hat jemals überhaupt das Wort Prävalenz gehört.